Guten Morgen, Leute. Es ist der 7. Oktober 2025, ein Dienstag. Und wir laufen in Maasbrachtbeek mitten in Limburg. Eine kleine Wanderung von um die 23 Kilometer. Wir laufen über Maasbrachtbeek nach die Mühle in Linne, glaube ich. Ja, so etwas wird es sein. Und dann gehen wir nach Montfort. Die werden wir streifen. Dann werden wir eine Runde machen nach Richtung Sint-Olivenberg. Und von Sint-Olivenberg werden wir dann laufen nach Linne, 2 Schlösser und dann nach Maasbracht die Klauzentrale. Das ist eigentlich die Planung für heute, ungefähr 23 Kilometer. Ja, das Wetter ungefähr 13 Grad. Die Sonne ist heute nicht dabei. Aber es wird schon schief gehen. Nach 1,7 Kilometer und noch 21,8 zu gehen, verlassen wir die Brachterbeek und laufen wir Richtung Linne. Und da kann man schon sehen, die Klauzentrale, ne? Das ist unser Ziel am Ende der Wanderung. Ja, das Ding ist ja gewaltig, ne? Nach 2,9 Kilometer und man hört hier die Geräusche von die Arbeiten hier nebenan, habe ich da einen Blick, die Linner Mühle. Es ist ein Mühlenstumpf, ne? Eine Wohnmühle. Flügel hat sie schon lange nicht mehr. Aber das ist ein bisschen feucht. Also schon, ja. So ein bisschen ganz ein feiner Nieselregen, ne? Sollte ja trocken bleiben, aber das Wetter heutzutage ganz zu vergessen. Da ist Linne mit der Kirche. Kommen wir am Ende der Wanderung. Und hier kommt die Mühle. Hier ging ich früher immer nach Schule, nach Roermond, vom Maasbracht aus. Das war früher mein Schulweg. Das war zum KMBU, ne? Mittelbar technische Schule war das.
Schau mal an. Wow, wow, wow. Steht das auch drauf, Lenner Mühle, ne? Ja, da haben sie schon ein schönes Wohnhaus von gemacht. Muss ich schon sagen, ja. Und hier rechts, nach 3,5 Kilometer, liegt eine alte Schule. Es ist keine Schule mehr, aber das ist die Schule, wo meine Mutter nach der Schule ging. Da lernt die nämlich alles, was eine Hausfrau wissen müsste, wurde da gelernt. Ja, sie haben das wieder hergerichtet, sehen neues Dach. Ja, man sieht da noch die großen Fenster, ne? Ein Fenster ist kaputt. 2 Fenster sind kaputt, 3 Fenster sind kaputt. Ah, wie kann das dann? Hä? Das ist merkwürdig. Aber das war früher die Schule. Ja, und hier links von mir, wenn du mal ein bisschen Spaß haben möchtest, ist ein Puff. Und ich muss hier hinüber und dann muss ich da unter die A73. Wie funktioniert das hier? Gar nicht. Ich werde hier mal zur Mitte gehen. Oder mach ich? Danke. Das ist merkwürdig, wie die das hier gemacht haben, wenn man da rauskommt. Das ist sehr merkwürdig. Und da ist die Fahrradspur. Die ist an der Seite. Okay. 180 Meter. Ja, aber ich habe es auch geschafft. Und jetzt gehen wir zu Montfort. Und, an der rechten Seite seht ihr die Mülldeponie von Montfort. Der große Berg. Werdet ihr mal sehen. Da kommt ein Zug. Und da hat man einen schönen Blick auf die Mülldeponie. Ja, das Ski-Resort von Montfort. 4,4 Kilometer und wir laufen im Wald. Hier ist es wenigstens ein bisschen trocken, denn es ist doch schon ein bisschen am Nieselregnen. Ne? Also so trocken ist es dann doch nicht heute. Und ja, es ist ein bisschen hügelig, ein klein bisschen. Überall liegen Bäume. Ja, doch. Und man sieht, das ist der Herbst, ne? Der goldene Herbst, die goldenen Blätter. Wow. ,63 Kilometer, wir gehen schon Richtung 5 Kilometer und die Tour ist schon richtig geil. Ne? Ich laufe hier zwischen 2 Hecken durch. Ne? Ja. Und links von mir sieht man jetzt nicht, ist glaube ich die Flut Feebeek heißt die. Die läuft hier nebenan, die kann man zurzeit nicht sehen. Und es ist jetzt wieder einigermaßen trocken. Ja. Aber es ist schon nass heute, muss ich schon sagen. Okay. Nein, doch nicht. Ich denke, da fällt ein Baum.
Und da lagen ja im Wald, da lagen ja sehr viele Bäume flach, ne? Da muss ich immer drüber. Und ich bin ganz wach hier. Wenn ich solche krachende Geräusche höre, dann denke ich, mal eben stillstehen und mal schauen, die Lage sondieren. Was ist da los? Und an der Seite haben wir ich denke, eine Weide. Ja, eine Wiese. Eine Wiese, auf Deutsch. Ne? Ja. Ja, wie man in der Ferne sehen kann, sind wir jetzt in Montfort. Nach 5,51 Kilometer. Aber wir sind ja vom Wald aus hier in Montfort reingekommen. Und hier gehen wir nach links. Der Stationsweg. Nummer 74 ist hier. Ja. Da schaut man wieder auf den Berg. Ja. Stimmt das? Ja, das stimmt. Nein. Was ist das da? Das ist ein Gebäude. Nein, der Berg liegt mehr nach links. Okay, hab keine Ahnung. Das kann natürlich auch Roermond sein, das Industriegelände, wo die Rabobank drauf liegt. Ja, das kann natürlich auch sein. Natürlich. Und hier kann man relativ ruhig wohnen, ne? Schau dir das mal an. Oben auf dem Hügel. Der kriegt garantiert keine nassen Füßen, wenn eine Überströmung kommt. Mann, ist das hoch. Ja. Und ich laufe wieder weiter Richtung Zittau-Lilienberg. Nach 6,42 Kilometer habe ich ein Problem. Ich soll hier weiterlaufen, aber da ist kein Durchkommen an. Also ich muss irgendwo herum. Irgendwo muss ich herum. Der geht dahin. Der geht dahin. Boah, das ist schon ein Problem. Das wird ein Umweg. Weil das geht nicht. Aber da ist ein kleiner Weg. Mal sehen. Oh mein Gott. Ja, da muss ich eigentlich hin, aber geht nicht. Einzige, was ich machen kann, ist dieses Pfad hier folgen und da nach links. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich komme gerade in eine große Straße. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann da nicht nach unten, geht nicht. Also man sieht, da komme ich in eine Sackgasse, ne? Und hier sind viele Dornen. Hier war ich schon mal eben. Und hier sind sehr viele Dornen. Also hier muss man Vorsicht verweilen. Und keine kurze Hosen hier, dann bist du verloren. Dann hast du die Beine kaputt. Ja. Du bist in der falschen Richtung Okay. unterwegs. Ich werde entlang dieses Pfad laufen und versuchen herumzukommen. Denn da ist kein Durchkommen. Kannst du vergessen. Nach 6,95 Kilometer, nicht ganz 7 Kilometer, verlasse ich Montfort über eine
Eine Grasfläche. Und daneben mehr das Wasser. Schönes Wasser, schöne, ja. Die Garten der Leute an dieser Seite. Oh, und ein Kanickel. Guten Tag, Junge. Alles gut mit dir? Das sind Hühner. Ja, das ist schon geil. Es gibt ihre Enten. Ja, es gibt. Oh ja, ja. Okay, da sitzen bleiben, ne? Na, ist das mal geil. Eine kleine Brücke über das Wasser. Komm, jetzt lassen wir hier kommen und schau mal da, was da läuft. Oh je. Na ja, das gibt's ja nicht. Are you for real? Oh, 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 oh. Oh, oh. Guck mal die Rinder. Da müssen wir vorbei. Jawohl. Oh. Wie geil ist das dann? Ich hoffe, dass die freundlich gesinnt sind. Ich denke schon. Man läuft einfach vorbei bei den Tieren. Ja. Einfach vorbeilaufen, ganz einfach. Gibt keine andere Möglichkeit. Man kann ihn nicht entweichen. Guten Tag. Alles gut mit dir? Ja, alles gut mit dir. Ja, ich tue dir nichts. Kein Problem. Einfach ruhig bleiben. Alles gut mit dir? Ja. Super, Jungs. Schön, dass ihr so freundlich seid. Geil. Da liegen noch 2 Stück. Also das ist mal ein geiles Kino hier. Und so lässt sich genießen, der Junge. Ja. Er auch. Wieder Keuer, ne? Schau mal, so macht man das. Ah, ja. Und sind das schöne Tiere. Kein Problem. Einfach cool bleiben, kommt man da vorbei. Aber es war schon ein bisschen schmal, ja, aber das ist kein Problem. Ich glaube, die Tiere sind gewöhnt an Menschen. Na, 9,73 Kilometer laufe ich jetzt in Mönchsbosch. Ich kam jetzt auf den Wald raus und gehe wieder im Wald rein. Ich habe schon einige Kilometer durch den Wald gelaufen jetzt. Und dann müssen wir nach 60 Metern wieder nach links zurück im Wald. Und wir laufen wir immer zwischen Montfort und Sint-Odilienberg. Und wir laufen Richtung Sint-Odilienberg. Und irgendwo müssen wir dann nach links Richtung Linne. Das wird, denke ich, noch ein Weilchen dauern. Jetzt links, sagt der Mut. Okay. Hier mal links. Okay. Und ja, viele Wanderer gibt es nicht. Ich habe ein paar Wanderer gesehen, ein paar Fahrradfahrer, aber es ist relativ ruhig heute. (10,5 Kilometer, Leute. Und ich habe meinen persönlichen VP erreicht. Eine Hütte im Wald. Ja. Hatte ich eingeplant. Ist auch so gelaufen.
Ja, eine sehr schöne Wanderung, ne? Ich muss mal eben schauen. Trinken, essen brauche ich ja nicht. Ich esse nur zweimal am Tag, morgens ein Brot und abends warm. Das ist alles. Mehr brauche ich nicht. Wir müssen noch 13,3 Kilometer, Leute. Also, wir sind ungefähr, ja, 10,5, 13, ja, ein paar Kilometer, dann sind wir in die Mitte der Wanderung. Wir fallen immer wieder, ich weiß nicht, was hier alles aus die Bäume fällt, aber man erschreckt sich jedes Mal. Die Blätter, die fallen. Die Pfaden sind noch relativ gut, ja, geht noch. Einigermaßen, es gibt schon ein bisschen Matsch, aber ja, es geht noch. Man muss da noch herum. Ich denke, wenn man hier einen Monat weiter ist, dass es schon sehr aufgeweicht sein kann, die Farben. Ja, ich nehme an, das ist eine Straße, wie ihr hört. Die ist relativ gut befahren. Also das ist eine kleine Straße. Da muss ich jetzt hin, nach der Seite. Ich muss ja nach Lenne. Ja, also dann in 3 Monaten denke ich, dass die Fahnen schon so aufgeweicht sind, dass man mehr Matsch hat. Also, ich werde jetzt weiterlaufen Richtung Lenne. Und dann haben wir noch 2 Schlösser und am letzten haben wir noch die Klausentrale. Ja, eine schöne Wanderung, die macht viel Spaß. Nach 11,4 Kilometer, Leute, willkommen in Sint-Odiljenberg, Roerdalen. Ja, wir sind tatsächlich in Sint-Odiljenberg. Ist nicht zu fassen. Guck mal an. Ich denke, hier vorne gehen wir nach 90 Meter gehen wir nach links. Da werden wir aus Sint-Odiljenberg, denke ich, wieder verlassen. Glaube ich, so zu sehen. Scheußliche Gebäude machen die heute. Scheußliche Gebäude machen die heute. Ja. Das muss das Gemeindehaus sein von Roerdalen. Also dann links, ja. Hier vorne ist Feld. Ja. Muss mal schauen, was er sagt. Wir gehen hier geradeaus. Sint-Odiljenberg. Und wir müssen da in den Wald hinein. Haben wir schon mal gelaufen mit die Abendwanderung von Sint-Odiljenberg. Ne? Ja. Also gehen wir wieder zurück im Wald. Und jetzt laufen wir definitiv Richtung Lenne. Nach 12,6 Kilometer, 11,3 Kilometer zu gehen, kommen wir jetzt an die Lenner Heide. Ja, ich weiß nicht, ob wir die sehen werden, keine Ahnung, aber die soll hier irgendwo sein. Denn das, was ich hier jetzt sehe, ist alles Wald. Ne? Ist ja nicht viel Heide, was ich hier sehe, aber ja. Laut dem Schild sind wir hier im Lenner Heide. Und Lenne ist nur noch wenige Kilometer weg von hier. Auf das eine Schild dahinter sahen wir ja 3 Kilometer bis zu Lenne. Aber wir müssen ja noch 11, was sagte ich jetzt? Noch 11,3 Kilometer, also wird noch ein Weilchen dauern. Und das geht hier wieder den Berg hoch, oder besser gesagt den Hügel hoch.
14,2 Kilometer gelaufen, 9,69 Kilometer zu laufen. Also sie sind schon einstellig, die Zahlen. Ne? Ah, ich laufe hier mal auf die Linner Heide. Ich laufe sogar auf der Heideweg, ja, unglaublich. Aber vom Heide keine Spur. Ne? Ich sehe nur Felder. Und an der anderen Seite sehe ich nur Wald. Also war hier wahrscheinlich früher mal Heide, aber die Zeit ist längst verflogen. Ne? Die gibt es nicht mehr. So wie ich das jetzt sehe. Also gute 9 Kilometer noch. Da müssen noch ein paar Schlösser kommen. Ja. Aber das erst, wenn wir in Linne sind. Dann müssen wir durch Linne und dann kommen wir erst bei die Schlösser. Da liegen 2 Stück. Ach, und ich muss bei nächster Möglichkeit links. Dann gehe ich wahrscheinlich wieder in den Wald hinein. Und ich sehe da vorne eine größere Straße. Ja. Und guck mal, was hier steht. Ein paar Ponys. Bei nächster Möglichkeit links. Jetzt links auf See. Ah, Jungs. Und? 3 Stück. Schmeckt es? Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, müssen hier links. Wieder am Wald hinein, okay. Und das ist Gras hier, wo ich durchlaufen muss. Und die Eichenen fallen runter. Und einer hat mich schon getroffen auf dem Schulter. Ja, bin schwer verletzt, hat mir eine Eichel auf dem Schulter getroffen. Ja, ja, okay. Nach 15,3 Kilometer und 8,54 Kilometer zu gehen, laufen wir hier noch auf der Heideweg wieder und kommt das Industriegelände, der Bahn, die Bahn und die A73. Die nähern wir uns alle 3. Also wir müssen sowieso über die A73 und wir müssen auch die Bahn überqueren oder unterqueren, um in Linde zu kommen. Dann ist ja an der anderen Seite der Reichsweg, ne? Die Bundesstraße nach Roermond. Die müssen wir ja auch überqueren. Ja, wow. Wir haben noch viel zu überqueren heute. Und da ist wieder die Rabobank, die in den Neffe von mir mit kreiert hat. Ne? Nou, der ist ja Architekt. Und da ist etwas los auf der A73. Sehr viel Verkehr. Also ich denke, dass wir hier noch eine Brücke laufen, wo wir drüber gehen. Werden sehen. Guck mal, wie nah wir an die A73 sind. Heiliger Scheiße. Ja, 15,7 Kilometer, 8,12 zu gehen. Und wir gehen nicht über die 73, wir gehen unter die 273. Wir unterqueren sie. Wow, wow, wow. Was ein Verkehr. Ja. Dann sind wir schon sehr nah an Roermond. Sehr nah an Roermond. Dann da ist der Fernsehturm, da sehe ich das schon.
16,2 Kilometer und 7,64 Kilometer zu gehen, sind wir in Roermond. Ja. Und das hier ist die Rabobank. Das ist das Gebäude. Jetzt sind wir ganz nah dran. Die Garage. Also unglaublich. Und das soll schön sein. Naja, okay. Danach rechts abbiegen. Ja Leute, 17,2 Kilometer, 6,56 Kilometer zu gehen. Und ich stehe hier vor die Firma Solvay. Und Solvay, das sind nämlich die unser Trinkwasser vergiften mit Fluorid, unsere Zahnpasta vergiften mit Fluorid und so weiter. Das ist eine Familie in Belgien. Und ja, das ist einfach scheiße, ne? 17,9 Kilometer. 6 Kilometer zu gehen. Linn. Wir sind in Linn angekommen. Da sieht man schon Boote, ne? Auf dem Maas. Ja. Ja. Und wir gehen jetzt in Linn hinein und jetzt werden wir laufen Richtung die Schlösser. Und das ist zurzeit, ich will mal schauen, 14:38 Uhr. Ja, 14:38 Uhr, noch 6 Kilometer. 15:38 Uhr, ja, 4 Uhr ungefähr am Auto, denke ich. Muss ein paar Fotos machen, ja. Wird schon gelingen. Da ist man nur noch geschaut. Jetzt rechts halten. 19 Kilometer, 4,88 zu gehen. Und wir gehen wieder über den Bach. Und hier müssen wir nach links, ne? Jetzt rechts steht ihr, nicht links. Rechts sagt er. Nach 19,8 Kilometer, 4,04 Kilometer zu gehen, stehe ich hier am ersten Schloss. Ja, aber man darf nicht rein, denn es ist privat. Und hier links, da hinten habe ich auch ein Schloss gesehen, habe ich schon ein paar Fotos von gemacht. Ich werde da mal reinlaufen. Ich muss da nicht reinlaufen, glaube ich. Ich weiß nicht. Werden wir sehen. Oder muss ich da doch rein? Nein, ich laufe, glaube ich, gut. Ja. Dann soll ich jetzt an das andere Schloss Folge kommen. dem Weg 250 Meter. Das andere Schloss liegt hier um die Ecke. Habe ich schon in der Ferne gesehen. Man sieht es ja auch hier. Die Allee, ne? Das ist eine Allee von einem Schloss. Und das da hinten ist ein Schloss, da läuft die Allee auch hin, aber auch zu das andere Schloss. 200 Meter. Ich denke, dass wir da ungefähr 150 Meter, dass wir am zweiten Schloss sind. Das ist mal geil, ne? Und dann noch 4 Kilometer bis zum Auto. Aber wir kommen noch entlang die Klauzentrale. Die Strom macht für Belgien, glaube ich. Ja, da sind wir schon der Schlossgarten, ne? Viel Gras, Rasen. Da hinten sieht man es ganz schlecht.
Ich denke nicht, dass wir da rankommen. Bei nächster Möglichkeit scharf rechts. 20,5 Kilometer, 3,36 zu gehen und Scharf rechts. hier sieht man schon ein Umleitungsbord. Ja, ein Umleitungsschild. Was ist das Problem hier? Hier muss ich nach rechts, aber es ist komplett gesperrt. Bis 5 Dezember. Ja, also das ist mal geil. Jetzt muss ich die Beschilderung folgen für Fahrrad und Fußgänger. Also das ist mal ein Ding, ne? Das gibt es nicht. Jetzt haben wir das Problem wieder. Wir sind überall an Arbeiten. Das ist zum Kotzen. Ja, kann man nichts machen. Wir werden sehen, wo wir kommen. Ja Leute, 22,1 Kilometer gelaufen, 2,25 zu gehen. Ja, ich komme hier wieder zurück auf die Strecke. Also, es wird ein bisschen mehr als 23 Kilometer. Ich habe ein Stück gelaufen, wo ich heute Morgen gelaufen bin. Und ja, da wollte Komoot mich wieder neu laufen lassen. Ne? Hat komplett umgestellt, noch 21 Kilometer zu laufen. Ja, leck mich am Arsch. Also hier kommen wir wieder auf die Strecke. Da sieht man auch das letzte Bord, das letzte Schild. Das letzte Schild sieht man hier und ja, da sieht man auch 7 bis 17 Uhr ist das verschlossen. Steht da, okay. Und die Navigation wird jetzt fortgesetzt, sagt Komoot. Also ja, und da ist die Klauzentrale, hinter dem Busch. Und wir müssen jetzt noch 2,29 Kilometer, sagt Komoot. Okay. Nach 23,4 Kilometer und 0,98 Kilometer zu gehen, komme ich zurück in Brachterbeek. Wow, de Berg auf Limburgisch. Ja, noch kein Kilometer mehr bis zum Auto. Boah, Mama, das ist eine Tour, ne? Ja. Naja. Ich werde das jetzt weitergeben für die Abmoderation an der Zukunftsdeal. Ja Leute, willkommen zurück bei der Abmoderation von die Klauzentrale Kraftwerkwanderung 07-10-2025 oder 7 Oktober 2025. Ja, das war eine, doch muss ich schon sagen, eine verdammt schöne Wanderung. Nur die Wettervorhersage, ja, die war absolut kacke, ne? Tja, trocken und wolkig. Ja, wolkig war es ja, aber trocken gar nicht. Ich sah es auch auf die Aufnahme, ne, da sah man ja die Tropfen vom Regen. Ja, kann man nichts machen, ne? Geht nicht anders. Ja, aber ich habe da doch schon einige Fotos gemacht. Da waren noch einige Probleme in die Wanderung, ne? 2 Stellen, wo ich nicht weiter konnte, weil es gesperrt war oder weil das blockiert war wegen die Bäume. Ne? Ja, kann man nichts machen, geht nicht anders. Und ja, weiter war es eigentlich eine sehr schöne Wanderung. Schöne Gegenden haben wir gesehen. Ja, doch. Und ja, ich habe da auch einige Fotos gemacht, mehr als ich gedacht hatte. Da sind einige Fotos zusammengekommen, 43 sogar, ja. Es ist auch ein längeres Video geworden als normal, ja, weil da war doch einiges zu sehen auf dieser Wanderung, doch schon. Man sieht hier schon das Kraftwerk auf dem Hintergrund mit den Pferden, ne?
Da kommen wir auch ran am letzten der Wanderung. Hier haben wir das Schloss. Das Problem war, man sieht es ja, die Bäume, ne? Konnte es kaum sehen. Und man konnte nicht rein, weil hier vorne stand ja ein Schild, dass man da nicht durch durfte. Ne? Das war einfach Privatgebiet. Schade. Schöne Blumen gibt es auch noch im Herbst, ne? Ja. Schöne Pferden gibt es auch im Herbst. Also das ist ein sehr gut gelungenes Foto. Das war in der Nähe von der Klauszentrale. Das war die Linner Mühle, ne? Die hat keine Flügel mehr. Aber es ist eine Wohnmühle. Die haben sie schön hergerichtet. Das ist die Klauszentrale, die haben wir am Ende. Ich verstehe nicht, warum das die nicht in die richtige Rangordnung stehen. Ne? Dann haben wir unsere liebe Frau von Lorette. Das war eine Kapelle. Da sieht man sie. Hier sieht man sie nochmal. Leider schade, dass alles Scheiß da vorne ist. Ne? Ja, einfach schade. Kann man nichts machen. Das ist die Kapelle selber. Das ist das Schild, wo drauf steht, wann die gebaut ist. 1701. Das ist die Jesu-Kirche in Brachterbeek, in der Beek. Da hatten wir noch ein Kreuz, war auch ganz am Anfang. Da haben wir die Kraftzentrale wieder, die Klauszentrale. Das war die kleine Kapelle bei der Linner Mühle. Ja. Ja, das war die kleine Kapelle bei der Linner Mühle. Ja, da gab es ja eine kleine Kapelle, ne? Hier sieht man sie nochmal. Da sieht man auch die Schafe. Schafe? Ja, Schafen. Natürlich. Das war ein schöner Bach. Ich glaube, dass das die Flut Feebeek ist. Ja, und das war das Problem, was wir auch hatten. Ne? Umgefallene Bäume. Hier sieht man das auch wieder. Muss man drunter durch. Ja, geht nicht anders. Treppen hatten wir auch. Das war in Montfort. Da gab es diese Treppen. Und natürlich gab es auch Schafen. Das schöne Schaf steht da ganz alleine. Abgezäunt. Ja, unglaublich, ne? Im Gefängnis. Ziegen. Ja, die gab es auch. Da steht einer ganz allein. Der steht, ja, der hat mich gefragt, ob er ein Foto machen möchte von ihm. Habe ich gesagt, ist okay, mache ich. Und du siehst, er steht da ganz stolz, ne, auf die Foto. Das war auch die Flut, ich glaube auch die Flut Feebeek, das ist in Montfort, ja, das muss die Flut, Flut Feebeek sein. Das war meine persönliche VP in die Hütte im Wald, ne, da war eine, ja, relativ Straße dabei, die war doch relativ schon befahren, ne. Ein paar schöne Blumen. Da waren wir nur noch 3 Kilometer von Linne, aber ich musste noch 11 Kilometer. Auch wieder schöne Blumen. Und das war auch schön. Eine alte Straße, ne, die ist nicht mehr. Also das sieht ja so geil aus, ne, mit die Bäume links und rechts. Das sind sehr alte Bäume. Und dahinter gibt es einen Bauernhof. Ja, auch schön wieder, das war, wie wir da auf der Heideweg liefen, da mussten wir nach links und dann kam man auf diese Pfad. Auch schön mit die Bäumen. Und da waren schon Linnen, ne, mit dem Anker. Ja, das waren Linnen an der Maas. Ja, das ist das eine Schloss. Die Namen sind mich mal eben weg. Das eine Schloss nochmal, dass man von weitem sehen konnte, aber wenn man da dran war, sah man eigentlich kaum noch etwas. Ja, das ist das eine Schloss, ja. Ja, man sieht durch die Bäume, sieht man es kaum. Da sieht man das vom Eingang,
auch versperrt, der Blick ist versperrt durch die Bäume. Und das ist das andere Schloss, ja, auch versperrt durch die Bäume. Ja. Da sieht man die Kapelle bei das letzte Schloss. Und da hat man schon eine kleine, ja, was ist das, eine Spinne? Nein, das ist, wie heißen die auch wieder? Das Ungetier. Ich bin mal eben, der Name ist mir auch entgangen. Und da stand noch eine Karte dahinter, ne, von einer Frau, die verstorben ist. Ein paar schöne Pferdchen. Da gibt es auch noch wieder die schönen Pferdchen mit die Klauszentrale auf dem Hintergrund. Ja, auch wieder die schönen Pferdchen, ne? Da gibt es die Klauszentrale. Und das waren sie schon. ...43 Fotos heute. Insgesamt haben wir da gelaufen 5 Uhr und 21 Minuten, über 24,2 Kilometer mit 4,5 Kilometer Durchschnitt. 170 Höhenmeter runter und rauf. Also ja, ich habe es ein bisschen ruhig angetan, aber das darf man ja auch. Wir sind ja nicht auf der Flucht, ne? Wir waren am Laufen, am Wandern. Man sieht hier auch die Karte, ne? Wir haben den Anfang gemacht in Maasbracht. Da kamen wir in die Maasbrachter Berg, der Berg. Und dann haben wir rumgelaufen. Einfach mal schauen. Über Montfort hier. Ja. Dann nach Sint-Odilienberg. Und dann kamen wir nach Heide. Die habe ich nicht gesehen. Dann gehen wir hier überall die A73 runter durch, die Bundesstraße, die Bahn. Und dann kommen wir Linne entlang der Maasne. Und dann sind wir so zurückgelaufen. Da war ja auch ein Problem, da wenn ich die mal rausholen kann, das geht. Das war nicht gemeint. Okay, macht nichts. Dann sah man hier, da sollten wir eigentlich, die Straße laufen, hier zum Wasser. Da sollten wir laufen. Bis da. Und das ging ja nicht, weil das war ja gesperrt, ne? Da waren die am Arbeiten. Und da mussten wir dann hier laufen, ne? Da sind wir hier weitergelaufen bis zurück auf die Strecke. Da war Komoot komplett weg vom Fenster, ne? Der wollte mich wieder neu laufen lassen. Und da sind wir nach oben gelaufen. Also das Stück hier entlang dem Wasser, ich will mal sehen, wie ich es größer machen kann. Das hier, das ist über den Karkoller Weg. Da haben wir nicht laufen können. Sonst wären wir schön entlang dem Wasser gelaufen. Leider ging das nicht. Hier sieht man ein Foto von dem Wasser, ne? Ja. Ja gut, das war nicht möglich. Okay. Das war es dann für diese Wanderung, ne? Eine schöne Wanderung. Nächste Wanderung, da werde ich mal was machen mit Pilzen. Ja, werde mal was Pilzen wieder in die Wanderung nehmen, weil es ist ja wieder die Zeit von Pilzen heute, ne? Das ist Herbst. Also werde ich mal schauen, dass ich Sonntag, denke ich, dass ich mal einfach so wild laufen werde. Keine Planung und dann werden wir mal ein bisschen Pilzen fotografieren. Das wäre auch mal schön, ne? Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich bedanke euch für Zuschauen. Sagt es weiter. Gebt das Video einen Daumen hoch. Und dann werden wir uns wiedersehen im nächsten Video. Ciao, ciao, ihr Theo.